Haus, da. Ja. Boah, ich bin so glücklich. Das sieht so schön aus. Wirklich, da muss ich ein Foto machen noch. So, also zusammengefasst muss ich ehrlich sagen, war das eine ziemlich gute Tour. Erst sitze ich angeguckt am Bahnhof, dann sich strömender Regen, die Toilette, die Abweisung in den Hotels. Dann die beiden besoffenen Spanier oder Franzosen, ich weiß es nicht. Ja, krass. Ich würde am liebsten gerade ins Wasser springen, aber ja, ich würde eigentlich ganz gern meine Füße da reinhalten, ne? Aber also ich bin gerade jetzt wieder richtig trocken. Aber vielleicht wird das auch ganz gut tun. Ich will jetzt mal shoppen gehen und essen. Und dann koche ich mir irgendwo was Schönes. Aber dafür brauche ich auch dieses Kochgeschirr, ne? Und dann weiß ich nicht, wie das hier ist. Wenn ich einfach einen Koch anschmeißen darf, stimmt, ne? Dürfte ja eigentlich keiner was gegen haben, wenn man sich was zu essen macht, oder? So, ich hoffe, ich habe irgendwie das Gefühl, dass auf der Linse irgendwie ein Riss wäre. Bei einem Kratzer, das wäre nicht so gut und ja. Oh, wie süß. Habt ihr gesehen, das ist ein kleiner Husky. Ja, ich merke, der Trip wird doch mal einiges anstrengender als gedacht. Ich will vor allem was essen. Ich habe Hunger. Ich glaube, das werde ich als erstes machen. Und dann hole ich mir den Campingplatz, den Pilgerpass. Also, ich bin jetzt gleich am Bahnhof von Daje, also da, wo ich gestern um 5:30 ausgestiegen bin. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja, gestern 2 Schritte davor gemacht zu haben und jetzt heute wieder 2 Schritte zurück. Das einzig Positive ist eigentlich, dass ich, jetzt wenn ich gleich in Irun bin, ich bin so früh da, dass alle Pilger heute Morgen losgegangen sind. Und die anderen Pilger brauchen noch lange, bis sie da sind. Das heißt, ich kann in Ruhe essen, ich kann meinen Pilgerpass holen, ich kann mir eine schöne Herberge aussuchen, ein schönes Bett. Wow, sorry. Boah, hab ich mich erschrocken, ey. Hilfe, Herzinfarkt. Here, you. It's okay when I... Yes. Oh, der hat mir einfach einen Ball gegeben. Jetzt spiele ich ein bisschen mit dem Ball. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem Ball soll, aber er hat ihn mir gegeben. Oh. So witzig. Er steht da immer hinten noch. Er wollte auch mit dem Ball spielen. Ich fand's super, also ich habe jetzt wieder gute Laune. Ja. Das sind verrückte Tage, die ich hier so erlebe. Ich laufe, glaube ich, noch ein kleines Stückchen, bis ich in Irun bin. So, das ist ein großes Problem. Also ich bin jetzt wieder rumgelaufen und habe hier jemanden getroffen, der mir dann gezeigt... Also ich habe erstmal mit Schleppe geholt im Rathaus. Der hat mich dann in eine Straße geschickt, wo Pensionen sind. Also ja, günstige Herbergen. Ne? Die sind aber alle geschlossen wegen Covid. Das wusste ich nicht. Und dann habe ich einen getroffen, Ivan hieß der hat mich zum Touristinformationen geführt. Da habe ich dann nochmal einen Stempel bekommen. Jetzt habe ich 2 für einen gleichen Ort. Weiß auch nicht wieso, aber der hat mir jetzt gezeigt, wo es zum Santiago Compostela Weg geht, also den Jakobsweg. Und den werde ich jetzt gehen. Und ja, man darf da nicht zelten auf dem Weg, aber ich hoffe, dass ich einen Platz finde. Das sind jetzt 2 Stunden und ich laufe ganz mit Flipflops, weil meine Schuhe noch komplett nass sind. Aber das werde ich jetzt gleich ändern und dann muss ich irgendwo zelten, sonst... Da ist wohl eine Kirche, da kann man nachfragen, aber sehr abenteuerlich. Ja, ich sollte vor allem gleich mal irgendwo was essen, glaube ich, weil ja, ich habe noch nichts gegessen, außer einen Kaffee getrunken. Ich hoffe, ich finde gleich irgendwann ein Restaurant, wo ich reingehen kann. Ja, dann laufe ich jetzt in Santiago Compostela. Ich bin diese Straße jetzt schon 3 Mal runtergegangen, weil ich mal irgendwas anderes gesucht habe. Da unten ist eine Pension, aber irgendwie würde ich mich gerne ins Bett legen. Aber andersrum denke ich, habe ich echt noch genug Zeit, um zu laufen. Also Leute, ich bin sowas von fertig. Ich habe mir jetzt erstmal Essen bestellt. Mit viel Käsepizza und einer Cola. Ich freue mich so da drauf.
Ich bin völlig fertig mit den Nerven. Die ganze Tour nagt jetzt schon an mir und ich freue mich einfach, wenn ich nachher mein Zelt aufgebaut habe, dass es mir gut geht. Also man lernt diesen Weg auf jeden Fall vieles über sich selbst, das merke ich jetzt schon und einfach auch mit der Situation umzugehen, wie sie sind und sich nicht aufzuregen, weil wenn man sich aufregt, dann es bringt halt gar nichts. Ne? Ich bin gespannt, in 3 Wochen bin ich drin und bin fit und dann kann ich weiter nach Portugal laufen und nach Bosnien und was weiß ich wohin noch. So, ich habe jetzt gerade geduscht. Sieht jetzt ein bisschen unordentlich aus. Aber ja. Hier, da hängen meine Sachen zum Trocknen. Die Sachen habe ich eben gewaschen. Waschmittel nehme ich mit so ein bisschen. Die Herzen geht leider nicht. Ich glaube nicht, dass meine Schuhe trocken werden. Ich versuche, glaube ich, gleich noch die Zeitung zu kaufen, die dann da reinzustopfen, damit sie schnell trocknen. Denn ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, ich bin in meinem Hotel. 50 € die Nacht. Heute wird entspannt. Pizza habe ich ihm gegessen. Ja, ich bin froh jetzt, dass die Sachen gewaschen sind, weil das musste jetzt mal sein. Und ich habe mir gedacht, warum jetzt in eine Waschmaschine jagen irgendwo, wenn ich die hier waschen kann, ne? Ich glaube nur nicht, dass die bis morgen trocken sind. Meine Hoffnung ist, dass morgen, als wieder heißes Wetter wird, kann ich die nasse Wäsche einpacken in eine Tüte, laufe aufs Feld raus und dann werde ich die gleich trocknen. Ich meine, es hat hier seit Wochen nicht geregnet, ne? Und ich dachte halt, ich könnte mein Zelt aufschlagen. Also es stürmt, damit habe ich gar nicht gerechnet, ne? Also egal was ihr macht, ja, bereitet euch besser vor als ich. Ja, sonst macht ihr das auch nur einmal und dann beim nächsten Mal wisst ihr auch Bescheid. Aber stellt euch auf alles ein. Naja, gut, man lernt nie aus und ich freue mich über jede Lektion. Und wenn die Lektion dann noch abenteuerlich ist, ist es auch irgendwo spannend. Weil hätte ich zumindest mal beim Campingplatz angerufen, das hätte ja schon gereicht, da hätte ich auch gar nicht viel gezahlt und gesagt, dass ich um 11 Uhr ankomme und dann hätte ich da mein Zelt aufschlagen können. Ne? Oh, ich bin auf jeden Fall echt froh, jetzt hier im Bett zu liegen. Sieht super schön aus, also ich habe jetzt ein bisschen geschlafen bis 7 Uhr und gehe jetzt noch einkaufen, pack meine Sachen schon mal und gehe dann auf pennen. Vielleicht trinke ich noch irgendwo ein Bier. Oder trinke ein Bier auf dem Zimmer oder lass es sein, ich weiß es noch nicht. Und ich will mir ein paar Früchte einpacken, ein bisschen was zu kochen und ich muss mir da irgendwas bauen, wo ich den Kocher drauf abstellen kann. So, ich war gerade mal einkaufen, habe mir einen Radler geholt, einen Sparneffel. Hier ist echt schön, hier ist ein kleiner Marktplatz. Und was ich immer ganz gerne mache, wenn ich im Ausland bin, ich setze mich dahin, wo ein bisschen die Leute so verkehren und gucke mir einfach an, wie das Treiben hier ist, ne? Um so ein Gefühl zu kriegen für die Stadt, für die Menschen, die hier wohnen. Das finde ich immer sehr entspannt. Und ein bisschen Baguette geholt, vom echt sehr günstig. Also einmal sind Zigaretten günstiger, also meine Kippenschachtel hat 4,70 € gekostet. Ich habe jetzt 2 Radler, 3 Wasser, Baguette und Käse 5 € gekauft. 5,80 €, das ist nicht so viel. Habe ich heute Ivan kennengelernt, der mich hier ein bisschen rumgeführt hat und in Algerier. Mit dem habe ich eine Nummer ausgetauscht. Gucken, vielleicht treffen wir uns heute Abend noch. Weil morgen bin ich ja schon wieder weg. Der war nett. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Er hat gesagt, ich habe den als The Algerian eingespeichert. Die Menschen sind hier in Iran sehr hilfsbereit. Also egal, wenn ich frage, wo ich hin muss oder was ich gerade suche, die sagen, ja, komm mit, dann gehen sie mit dir echt durch die halbe Stadt zum Teil, um dir einfach zu zeigen, wo du hin musst. Finde ich super. Also ich fühle mich hier in Irun echt sehr wohl. Und morgen früh starte ich dann den Camino. Und ich freue mich mega. Ich bin auch ausgeruht. Ich habe im Hotel jetzt ein bisschen geschlafen. War auf jeden Fall die bessere Idee, jetzt hier zu bleiben. Weil jetzt konnte ich meine Sachen waschen und trocknen und noch Essen vorbereiten für morgen. So dass ich morgen fit in den Tag starten kann. Und morgen soll wieder gutes Wetter sein, weil die Sachen, die ich jetzt gewaschen habe, die werden bis morgen nicht ganz trocken sein. Ich habe die schon ins Fenster gehangen, aber die packe ich ein und trockne sie dann in der Sonne. Das ist Juan, den habe ich ihn kennengelernt. Das ist ein total netter, zuvorkommender Typ. Er sitzt hier seelenruhig, hat ein offenes Ohr, schnurrt keine Kippen. Der wollte nicht mehr das Bier haben, was ich ihm angeboten habe. Also
Die Menschen sind hier wirklich super nett. Und immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Es ist unglaublich. Wirklich, Juan, du bist ein netter Kerl, wirklich. Also, meine Lieben, ich sag euch, Spanien am Morgen ist wunderschön. Und ja, ich habe gut geschlafen, meine Schuhe sind noch nicht ganz trocken, deswegen bin ich immer noch mit Flipflops unterwegs. Und bin jetzt aber auf dem Weg zum Jakobsweg, hab mir einen schönen großen Kaffee geholt und ich habe einfach mega gute Laune. Und es ist schon warm, das Wetter ist heute besser, es soll nicht regnen. Das heißt, das Hemd, das T-Shirt ist schon trocken geworden über Nacht. Die Socken kann ich gleich mehr trocknen. Ja, ich freue mich aber gleich auf die Küste gucken können, weil San Sebastian ist wunderschön, vor allem wenn man vom Weiten verguckt. Ja, sieht man das Meer, die Felsen, einfach traumhaft. So, meine lieben Freunde, wir sind nun endlich am ersten Startpunkt angekommen. Aber ich bin super glücklich. Nach den ganzen Strapazen, die ich jetzt hinter mir hatte, um auf diesen schönen Weg zu gehen, bin ich einfach unendlich glücklich jetzt. Ich hatte heute auch schon in Dauergrinsen, als ich hingelaufen bin. Der hinten, leider sieht man die nicht mehr, waren aber 2 junge Damen. Ich bin immer gespannt, was das für Menschen sind, also aus welchem Land die kommen. Weil mein Englisch ist nicht so gut, aber ich habe gemerkt, dass mein Englisch doch besser ist, als ich irgendwie dachte. Also, wenn es sein muss, klappt das ganz gut. Und ich glaube, wenn ich wiederkomme, bin ich perfekt in Englisch. Okay, Leute, ich wollte euch nur sagen, ich bin auf dem Weg. I am on the way. So, der Weg ist extra für Flipflops-Träger gedacht. Also, den hat man halt jetzt errichtet, um seine neu getragenen Flipflops einzulaufen. Gott, bin ich gut gelaunt. Hab ich gute Laune. Hört ihr das? Genial. So, erste kleine Etappe geschafft. Da unten seht ihr den Strand. Und ich bin hinten. Ach, sieht super aus, ne? Hinten lang gegangen am Wasser. Hinten nach Irun. Da habe ich geschlafen und dann hier den Berg hoch, ne? Ich bin super glücklich. Ist die schön? Hier ist eine Kirche. Kann ich mit Wasser auffüllen. Kann meine Schuhe trocknen. Kann ich wieder in den Schuh weiterlaufen. Ich freue mich. So. Es gibt jetzt erstmal Frühstück. Dann geht's weiter nach San Sebastian. Ich habe gerade schon Engländer kennengelernt, jetzt seine Sachen da vorne. Der ist auch arbeitslos, beziehungsweise hat seinen Job gekündigt. Und ist genauso frei wie ich und läuft sogar den gleichen Weg. Mal gucken, ob wir ein Stück zusammen laufen. Weil ich jetzt heute ganz gerne alleine laufe, aber meistens trifft man sich in der nächsten Stadt wieder und trinkt einen Kaffee zusammen oder so. Richtig nett. Mein Englisch ist echt gut geworden. Ich bin richtig stolz auf mich, weil ich war echt grottenschlecht in Englisch. Wirklich sehr, sehr schlecht. Mein ganzes Leben lang eigentlich. So, ich bin eben den falschen Weg gegangen. Dann jemanden gefragt, weil ich auf der Karte gesehen habe, dass der andere parallel zu mir verläuft. Und dann meinte er, ja, hier kann ich auch lang gehen, weil er läuft halt parallel. So ein Spanier. Oh, Alter, geil. Wasser. Beyond the rainbow's end, what do you see in me? Love is a dream. You know I'm way back. So, ich bin jetzt gleich in San Sebastian. Und wenn das geht jetzt noch, aber ich laufe seit einer Stunde nur runter. Oh, und es ist so anstrengend, zwischendurch ist es so steil.
Ja, aber klar, irgendwie muss man ja auch vom Berg wieder runterkommen. Aber ich bin gleich in San Sebastian. Ich bin heute über 20 Kilometer gelaufen. Ja, ich bin echt stolz auf mich. Heute von den Ruhen. Ja, über 20. Ich guck mal gleich genau nach, dann sage ich euch das noch. Eigentlich wollte ich irgendwo auf dem Weg pennen. Es ist aber so gekommen und ich bin froh, in San Sebastian zu sein. Ich habe gehört, eine Freundin, so geht das die meiste Zeit. Eine Freundin von Simon, Tatjana Schulter ist die. Also ich kenne die nicht großartig, ich weiß nur, dass die viel am Reisen ist, sehe ich immer bei Instagram. All die ist wohl auch hier. Mal gucken. Wäre schon witzig, wenn ich ihr durch Zufall über den Weg laufen sollte. So, hier ist der Ort. Hier muss man da mit dem Schiff überfahren auf die andere Seite der Stadt. Von da laufe ich dann bis zur Jugendherberge. Und dann werde ich duschen gehen, meine Sachen packen und mich an den Strand setzen. So, noch 15 Minuten, dann bin ich da. Ja, San Sebastian, der Wahnsinn. Super aus. Ach, am liebsten will ich mit den ganzen Klamotten einfach ins Wasser reinlaufen. Bin angekommen in der Herberge. So, hier ist der Eingang. 6 Betten mit verschließbarem Schrank, Badezimmer, Dusche, Toilette, Spiegel. 17 € die Nacht. Also schon teuer für Herbergspreise. Also Herberge sind die zwischen 4 und 10 €. Ist auch übrigens die einzige Herberge, die aufhat wegen Covid. Also ich habe erst den ganzen Tag hier rumgehangen und dachte mir, ey, pass auf. So, erstmal fange ich anders an. Also morgen soll es nur regnen den ganzen Tag. Ab 7 Uhr morgens, 90% Regenwahrscheinlichkeit den ganzen Tag. Und ich voll depp chill hier in diesem Jugendherbergenbett. Und weil ich einfach zu kaputt war, statt in der Sonne am Strand zu liegen. Leute, ehrlich, also ey, macht das nicht, wenn ihr hier seid. Aber eigentlich wollte ich Leute treffen. Und dachte, Mann, jetzt hast du hier ganz da rumgehangen, jetzt hoffentlich triffst du jemanden. Und als ich gerade runtergegangen bin und gefragt habe, wo ich hier Pinchos essen gehen kann, kam ein Mädchen auch dahin und wollte das gleiche fragen. Und dann sind wir zusammen Pinchos essen gegangen und ich habe mich den ganzen Abend auf Englisch unterhalten mit ihr. Zwischendurch brauchte ich Google-Übersetzer, aber ich bin wirklich, also mein Englisch war ja kotzig, das habe ich jetzt glaube ich schon 1000-mal erzählt. Aber dieses einfach sprechen, das hat gut funktioniert. Also ich bin total begeistert, dass das so klappt. Also für alle, die das hier gucken und wirklich, ich bin wirklich sehr extrem schlecht in Englisch gewesen, immer. Und ich hatte immer Angst zu sprechen, weil mir es unangenehm war und ich früher in der Schule, halt wenn ich mal was gesagt, ausgelacht wurde, ich war halt nicht selbstbewusst genug. Ich hatte halt nicht das Selbstwertgefühl dafür, um so offen Englisch zu reden und mir war es halt nicht egal, wenn andere drüber lachten. Ich bin froh, das Mädchen kennengelernt zu haben. Die war super nett. Und ja, das war das eigentlich, was ich mir erhofft hatte, dass ich heute Abend noch irgendwen kennenlerne. Ich hatte zwar gehofft, irgendwie, dass ich Deutsch reden kann, aber bin jetzt auch froh, dass ich habe Englisch reden können, um mein Englisch zu verbessern. Und wenn mir das jetzt jeden Tag passiert, boah, dann bin ich ein Englisch-King. Bin ich ein Englisch-King, wenn ich fertig bin mit meiner Reise. Ja, Leute, ich habe euch lieb. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Ja, abonniert mich gerne, kommentiert. Das wird mir helfen. Also für meinen Kanal. Und ja, wenn es euch nicht interessiert, dann abonniert es nicht. Dann guckt euch einen anderen YouTuber an.